Yes, guten Morgen, heute am 2. Mai. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant Show Nr. 85. Wow, schon 85 Shows hinter mir, die Zeit vergeht und der Bitcoin fliegt, beziehungsweise die Kryptowährungen. Und ja, wir haben das allererste Mal heute einen Bitcoin-Kurs, beziehungsweise gestern, glaube ich, war er schon soweit, ne? Über $1400. Wirklich unglaublich. Aktuell notiert der Bitcoin-Kurs laut Bitcoin-Ticker hier bei $1423. Also das absolute Hoch jemals vom Bitcoin. Das allererste Mal über 1400, also eine magische Marke, die wir hier gesprengt haben. Und nicht nur der Bitcoin zieht an, sondern auch die ganzen anderen Währungen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was hier passiert, auch mit dem Ethereum. Hi Martin, moin, bam. Ja, der Ethereum liegt das allererste Mal über $80. Ich glaube jetzt gerade aktuell bei 78, aber auch Ethereum das allererste Mal über $80 geknackt. Die beiden Top-Währungen. Und ja, die hatten ja wirklich einen rasanten Anstieg letztes und dieses Jahr. Ethereum letztes Jahr noch unter $10. Ja, der Bitcoin hat sich auch gut entwickelt und ja, gibt viel Spekulation darum, warum die Preise jetzt so hoch gehen und was hier wirklich passiert. Auf jeden Fall hat es ein bisschen was mit den ETFs zu tun, also den Fonds, die die Jungs auflegen wollten. Die SEC hat den Bitcoin-ETF ja abgelehnt. Es wird jetzt nochmal, wurde ein Antrag stattgegeben, es nochmal zu prüfen. Ich glaube, Ethereum hat auch einen Antrag in der Pipeline und das scheint hier wirklich, ja, Furore zu sorgen. Auch Japan, sehr, sehr spannend, was da passiert. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Russland auf jeden Fall hat gesagt, die wollen Bitcoin auch legalisieren. Indien und so weiter. In China hat sich sehr viel getan. Ja, die haben ja die ganzen Exchanges, mussten ja mit der People's Bank of China zusammenarbeiten, um halt ja die Anti-Money Laundering Laws hier an den Start zu bringen, die KYC-Verfahren und so weiter und so fort. Und dieser ganze Anstieg vom Bitcoin zieht wirklich auch alle Altcoins mit nach oben. Und da passiert auch viel. Da werde ich auch gleich nochmal am Schluss ein bisschen was zu sagen. Aber generell kann man einfach sagen, der Nutzen von oder die Verbreitung, die Geschwindigkeit der Verbreitung von virtuellen Währungen, die nimmt immer weiter zu. Und hier in Deutschland kriegt man wirklich nicht so viel mit. Ich sag mal jetzt, wenn man sich so ein bisschen in der Network-Marketing-Szene bewegt, so wie ich das mache, da kriegt man schon einiges mit. Da passiert ja jetzt viel in Richtung Kryptowährungen. Aber generell sind andere Länder da immer ein bisschen weiter als wir, kann man schon sagen. Ja, in Japan zum Beispiel hat jetzt einer der größten Retail-Stores gesagt, wir werden Bitcoin akzeptieren. In 2 Geschäften in Tokio ist das schon passiert, ja, und ja, bis Ende August, glaube ich, werden dann weitere 260.000 Akzeptanzstellen folgen, so war die Info, die ich habe. Und was geht? Ganz einfach, du nimmst dein Smartphone in die Hand, zack, gehst in den Laden, hältst dein Ding davor, kannst das scannen und kannst mit Bitcoins bezahlen. Also wirklich sehr, sehr cool, was da passiert. Ich denke, dadurch, dass Japan jetzt auch Bitcoins akzeptiert, werden im größeren Stil, werden auch in Zukunft mehr Touristen das natürlich nutzen. Und hier am Artikel in den japanischen Nachrichten steht auch, ja, dass gerade japanische Touristen hier in einer immer stärkeren Anzahl Bitcoin natürlich nutzen. Genauso ist es sehr populär in China, in den United States und so weiter, also in Amerika. Gerade wenn man unterwegs reist, man muss jetzt in anderen Ländern, in Europa haben wir es schön, ja, da kann man überall mit dem Euro bezahlen, kein Problem, muss man nicht wechseln, aber sobald man ins Ausland fährt, muss man überall wechseln und zahlt natürlich Gebühren, hat die Tauschkurse und so weiter und so fort. Mit Bitcoin entfällt das alles und es scheint wirklich immer mehr Touristen, die jetzt durch die Welt reisen, nutzen hier den Bitcoin, um halt zu zahlen, weil es einfach komfortabel ist, weil man es in seinem Handy dabei hat und so weiter und so fort. Und hier gibt es so ein Sushi-Restaurant, so ein Laufbahnrestaurant in Tokio, und sie schreiben, vor circa 2 Jahren haben sie angefangen, Bitcoin zu akzeptieren und da hat fast niemand damit bezahlt. Jetzt im März waren über 70% der Zahlungen bei diesem speziellen Restaurant in Tokio mit Bitcoin.
Ja, und auch der Manager sagte, ja, es ist unglaublich, wie viele Japaner das mittlerweile nutzen, und ja, sehr, sehr spannend, das einfach zu sehen. Am 1. April ist das ja Ganze in Effekt getreten, dass dieses Revised Payment Service Law in Japan, so dass im Endeffekt der Bitcoin legales Zahlungsmittel ist. Also es ist ein Zahlungsmittel, so wie zum Beispiel Prepaid Cards oder Gift Certificates, also Geschenkgutscheine, ja. Und im Moment ist es halt so in Japan, dass die Kunden noch dazu, ich glaube, 8% Consumption, also Verbrauchssteuer zahlen müssen, wenn sie Bitcoins kaufen. Aber hier steht auch, ab Juli wird Bitcoin von den Steuern herausgenommen, also tax exempt. Wie das sich jetzt auswirkt, gute Frage, das muss ich mir nochmal angucken. Aber auf jeden Fall Japan hier mit ganz vorne dabei. Morgan Frankie nach Berlin. Ja, und weiter ganz klar, hier steht auch, ja, wenn die virtuellen Währungen wie Bitcoin die Global Common Currency kommen, also sowas eine Art globale Internet-Bezahlwährung werden, ja, dann werden sie die Rolle von Zentralbanken, Regierungen ja, wirklich stark ins Wanken bringen, denn im Moment geben halt die Währungen die Zentralbanken und Regierungen raus, wobei es eigentlich die Zentralbanken sind, ja, und der Bitcoin wird ja nirgendwo zentral rausgegeben, er kann nicht manipuliert werden, wir haben ja keine Inflation und so weiter und so fort, also viele, viele Vorteile, den ich glaube ich jetzt, ja, der immer stärker sich verbreitet und immer mehr Menschen erkennen, denn Bitcoin ist wirklich meiner Meinung nach das bessere Geld, denn ich weiß nicht, wie gut du dich mit Geld auskennst, wenn du jetzt immer so einen Schein in die Hand nimmst, 50 Euro, das ist im Endeffekt keine 50 Euro, das sind 50 Euro Schulden, die aufgenommen wurden, wo mehr wieder zurückgezahlt werden muss, und deswegen macht es die virtuellen Währungen so spannend. Und warum ist Bitcoin noch so spannend? Warum ist es so spannend? Das Thema ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ja, sagen wir mal 2009, 2010, sagen wir mal 7, 8 Jahre gibt es den Bitcoin, ich sag mal seit ein paar Jahren kommt er immer mehr in den Mainstream, aber nach Schätzungen gibt es nur 20 Millionen Bitcoin-Nutzer weltweit. Und von diesen 20 Millionen sind bei weitem nicht 20 Millionen, die einen Bitcoin oder mehr haben. Es gibt ja nur 21 Millionen Bitcoins maximal, ja. Sondern die meisten haben nur ganz kleine Teile von dem Bitcoin. Und 20 Millionen, Leute, stellt euch das mal vor, von einer Milliarde, was rede ich hier, 1 Milliarde? Wir sind über 7 Milliarden Menschen. Ja, das heißt, 20 Millionen sind wie viel? 0,3%, 0,4%, keine Ahnung. Also nicht mal 1% der Weltbevölkerung hat Bitcoin, hat virtuelle Währungen, nutzt das. Stell dir es doch nur mal vor, wie das in 5, in 10 Jahren aussieht, wenn 1%, 2%, 5% der Menschen weltweit den Bitcoin nutzen, was das für eine Preissteigerung nach sich ziehen wird. Ja? Viele berühmte Investoren sagen, einer der Snapchat-Investoren sagte, 2030 wird ein Bitcoin $500.000 wert sein. Natürlich, ja, ist das eine Schätzung, keiner kann wirklich voraussehen, wo der Bitcoin steht, aber Fakt ist, er ist wertvoll, es gibt keine Inflation, alle 4 Jahre wird es schwieriger, die Bitcoins zu erreichen. Das Thema Halving, da spreche ich demnächst noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Und ich kann es dir nur sagen, ja, wenn du noch keinen Bitcoin hast, keine Bitcoins hast, was solltest du machen? Besorg dir welche, besorg dir Bitcoins. Jetzt kostet er $1.400. Alter Schwede, in 10 Jahren werden die Leute zurückblicken und denken, oh Mann, wie konnte ich mir damals keinen Bitcoin kaufen? Heute steht er bei 10, 15, 20, 30.000, wer weiß das schon. Ja, und wenn es nicht so ist, hey, auch kein Problem. Aber ich glaube, dass wir hier wirklich eine der genialsten Chancen überhaupt haben für unsere Generation, ja, uns für die Zukunft wirklich sicher aufzustellen. Und das ist definitiv mit Kryptowährungen, sollte ein Teil von dir sein. Natürlich nicht alles auf eine Karte setzen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde niemals alles alle Eier in einen Korb tun, ja, aber dennoch glaube ich sehr stark, dass Bitcoin und Kryptowährungen sich weiter durchsetzen werden in den nächsten Jahren. Und was ist jetzt deine Aufgabe? Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir erstmal ein Like. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich dafür, dass du hier live zugeschaut hast, hier am Morgen. Und ganz wichtig, wenn du Leute kennst, die sich auch für das Thema Bitcoin und Kryptowährungen interessieren, wäre ich dir mega dankbar, wenn du dieses Video auf Facebook mit deinen Freunden teilst, auf deiner Timeline teilst. Und ganz wichtig, so wie der Markus das gemacht hast, ja, markiere deine Freunde hier in dem Beitrag. Und ja, lass sie teilhaben, spread the Bitcoin News, du weißt Bescheid, ich bin raus. Ich sage wie immer, mach it gut, schwenk den Hut und in Bitcoin we trust. Bam!